Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn heute sind wir nicht in unserem Account, sondern im Account von Denox. Aber bevor das Video losgeht, muss ich nochmal eine Kleinigkeit dazu anmerken. Ich muss jetzt nochmal schauen, ob wirklich alles läuft, denn dieses Video hat mir heute wirklich alles abverlangt. Ja? Denn zuallererst ist mir aufgefallen, ich hatte das Video standardmäßig so wie immer aufgenommen gehabt und habe es kommentiert und dann ist mir aufgefallen im Nachhinein, da ist ja gar kein Sound drauf, ne? Und dann hat sich mein Mikrofon hat sich einfach mit meinem Aufnahmeprogramm, hat sich einfach gesagt, nö, das nehme ich nicht mehr auf und dann musste ich das wieder neu connecten. Das heißt, der erste Anlauf war ohne Soundspur gewesen, ja? Der zweite Anlauf, den hatte ich dann nachkommentiert und habe das Ganze dann halt über mein Aufnahmeprogramm halt nochmal laufen lassen, über ein anderes Aufnahmeprogramm. Und dort war nicht die Soundspur von meinem Mikrofon, sondern von meiner Webcam-Kamera drinne gewesen. Ja, das ist mir dann auch im Nachhinein aufgefallen. Deswegen alle guten Dinge sind drei und ich nehme das Video jetzt zum dritten Mal auf, ja. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier jetzt wild umherklicke, aber in der Kamera was ganz anderes mache, was gar nicht zum Kontext passt eigentlich so, ne? Auf jeden Fall zum Thema des Videos, es geht um Denox hier, der hat heute 50 Milliarden Gold einfach mal so angesammelt und gehortet. Ja, wir haben die Ehre, 5000 Gold im heutigen Video zu verskillen und das werden wir auch dementsprechend machen. Deswegen vielen lieben Dank, geht raus an Denox für das Vertrauen, dass er uns hier für das heutige Video seinen Account zur Verfügung stellt. Er hat mich per E-Mail kontaktiert und angefragt. Ich muss hier immer noch nebenbei rüberschauen, ob ich daran Interesse hätte, eventuell das Ganze auf Video festzuhalten und auf YouTube hochzuladen. Und da habe ich gesagt, jo, das ist eine super Video-Idee, vielen lieben Dank und das werde ich definitiv machen. Der Denox spielt hier auf W50, wie man schon vielleicht erkennen kann, spielt hier in der Gilde Rising Star, die ein Platz unter uns ist und die sind halt momentan dabei, sich so ein bisschen nach oben zu arbeiten. Liegt halt auch echt momentan daran, dass halt eben jetzt alle die Gildenkämpfe machen und wir momentan immer noch dabei sind, jetzt wieder mal Raid zu machen, weil wir halt eben als Gilde gesagt haben, ja, die XP, die nehmen wir dann halt eben noch mit. Wir haben jetzt lange Zeit halt gekämpft, haben die Raids jetzt hinten anstehen lassen und deswegen sind wir jetzt momentan ein bisschen dabei, von Platz 5 zu verschwinden. Aber ich hoffe, dass wir uns im Nachhinein halt auch wieder ein bisschen hochkämpfen können. Und deswegen, verlieren wir momentan halt so ein bisschen in der Ehrenhalle am Ranking. Ne? Nicht an Ehre, sondern halt eben an Ranking durch halt eben diese aktuellen Rates, die wir halt eben bezwingen. Wir sind bei 75, ich glaube Rising Star, ja, die sind bei 71 momentan gerade und immer noch eine sehr aktive Gilde hier, Rising Star, Grüße gehen raus an die komplette Gilde. Ich hatte hier jetzt nochmal seinen kompletten Account gezeigt auf W50 und wir sind uns sogar schon mal hier über den Weg gelaufen auf dem Server, relativ zum Anfang, als die Ressourcen noch rar waren. Da waren wir sogar mal Festungspartner gewesen, das hatte er mir in der E-Mail geschrieben. Ich hätte es jetzt nicht mehr so gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Namen hatte ich noch irgendwie im Kopf gehabt, aber das hätte ich so, glaube ich, jetzt nicht mehr behalten. Auf jeden Fall, so läuft man sich halt eben über den Weg. Früher Festungspartner, jetzt bietet er mir seinen Account an, um halt eben hier 5000 Skillpunkte in seinen Account zu versenken. Ja, er spielt hier die Klasse des Berserkers und da hat er jetzt vor, oder er hat mir gesagt, dass ich halt alles möglichst in Ausdauer reinpumpen möchte und das habe ich dann halt auch dementsprechend getan. Ich bin jetzt nochmal so ein bisschen hier die ganze Übersicht durchgegangen, weil er ja noch ein bisschen mehr offen hat, als ich es habe. Zum Beispiel hier den Wirbelwindsturm, den habe ich ja zum Beispiel hier auf W50, auf meinem Battlemage und auf meinem Magier habe ich ja schon besiegt. Das heißt, diese Ansicht vom Wirbelwind habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, das Artwork hier, ne, von dem Ganzen. Und das ist halt eben schade, wenn man schon den ganzen Content schon durchgespielt hat. Ne? Der ganze Content ist fürs Early Game, Mid Game ausgelegt, ne? Aber die Late Game Accounts, die haben jetzt zum Beispiel gar nicht dieses ganze neue Artwork und sowas.
Das sehen wir halt dann erst, wenn jetzt W60 irgendwann erscheinen wird und wir auf dem Server halt nochmal ein bisschen spielen. Dann sehen wir halt die ganzen Anfangssachen von dem neuen Design, von der Dungeon-Übersicht etc. pp. Ne? Hier im YouTuber-Dungeon ist ja soweit alles gleich geblieben. Das kennen wir ja, den haben wir auch noch offen auf W50. Dämonenportal haben wir nicht mehr offen und Märchenturm haben wir auch nicht mehr offen. Ja, ansonsten, ihr seht hier seinen Account. Er hat 41,8K in Stärke drin. Er hat ungefähr 10.000 Basispunkte in Stärke. Und ich glaube, ja doch, das hat er sich, müsst ihr mal gleich unten drauf achten. Er hat 6.878 Punkte in Ausdauer geskillt. Hier habe ich nochmal ein bisschen geguckt, ob er noch irgendwas für heute offen hat. Hat er nicht, bis auf das Glücksrad hat er soweit alles heute schon erledigt. Da war ich mir aber unsicher gewesen, ob er für Pilze das Glücksrad dreht. Deswegen habe ich es einfach mal sein lassen. Ne? Ich weiß es nicht, deswegen ich will in anderen Accounts immer so gut wie gar nichts weitermachen, außer das, was mir halt eben auferlegt wird. Ne? Und ja, ihr seht, wir fangen an mit 36,7k Ausdauer, 139 Millionen ja, Leben hat er und wie ihr rechts unten in der Ecke sehen könnt, 6.878 Basispunkte hat er in Ausdauer gehabt. Wird natürlich im Nachhinein deutlich mehr sein. Und ja, hier auf jeden Fall das schönste Geräusch, würde ich mal sagen, was ein Shakes & Fidget Spieler so in Shakes & Fidget hat. Neben dem Geräusch, wenn man irgendwie einen neuen Dungeon-Gegner besiegt hat oder so, dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü, ne? Oder ja, wenn man halt ja auch eben eine Quest erledigt hat, ist das, glaube ich, neben dem Geräusch, das Geräusch hier, was, glaube ich, am meisten befriedigend ist in ganz Shakes & Fidget, denn nach getaner Arbeit, wenn man am Tag so seine Abenteuerlust komplett durchgeklickt hat, ne, und man sein Gold aufbewahrt hat, ja, wartet jeder Spieler quasi darauf, das Ganze halt auch ja, zu verskillen und die Taste hier halt gedrückt zu halten. Und da möchte natürlich auch jeder SF-Player, dass das Geräusch so lange wie möglich vorhält, ne, damit man halt eben, ja, so viele Skillpunkte halt eben bekommt wie möglich. Meistens hält es immer nicht so lange vor, weil man halt eben am Tag, weiß ich nicht, durch die Alu vielleicht 1,5 Milliarden, manche 2 Milliarden Gold am Tag vielleicht zusammenhorden. Ne? Und ja, das hält natürlich nicht so lange wie 50 Milliarden. Ne? Also da hat er auf jeden Fall eine ordentliche Zeit hier schon gegrindet, um das Gold hier aufzubewahren. Dennoch, falls du das Video sehen solltest, mich würde mal sehr gerne interessieren, ja, warum? Warum hast du das ganze Gold hier aufbewahrt? Die Frage habe ich mir, ja, konnte ich mir noch nicht so ganz erschließen irgendwie. Vielleicht, um halt eben diesen besonderen Moment halt eben hier festzuhalten, um das Projekt, sag ich mal, das Goldsparprojekt irgendwie auf Video festzuhalten. Finde ich sowieso cooler, deswegen vielen lieben Dank, dass du hier angefragt hast, weil so ein Moment ist halt immer, ja, cooler, wenn man es halt auf Band festgehalten hat, dass man sich vielleicht im Nachhinein noch anschauen kann, als ja, wenn man es so privat für sich macht, ne? Ja, ansonsten, ich hatte sowas auch schon mal gemacht, dass ich mir Gold angespart habe für ein Video, um dann halt eben alles auf einmal zu verskillen. Also ich kann den Anreiz auf jeden Fall dahinter verstehen, warum man sich das anspart. Bei mir waren es damals 10 Milliarden Gold gewesen, weil damals war das Cap nur auf 10 Milliarden Gold. Das wurde aber auch schon hochgesetzt. Ganz, ganz früher, wenn ihr die ganz alten Videos von mir noch kennt, oder halt selbst gespielt habt, dann wisst ihr vielleicht auch, da war das Goldcap bei 1 Milliarde. Und 1 Milliarde Gold hat man am Tag mehrmals erreicht damals. Ne? Es gibt Videos von mir, da habe ich den Fehler nicht nur einmal gemacht, sondern öfter, dass ich irgendein Gold-Event aufgenommen hatte oder in Livestreams oder so, hatte ich Gold-Event aufgenommen und habe dann einfach ja, meine Abenteuerlust durchgeklickt, ohne irgendwo links nach oben zu schauen, sondern habe einfach nur geguckt, welche Quest ist jetzt gerade die beste, ja, und habe die dann genommen. So, und dann irgendwann später habe ich dann erst realisiert, ach scheiße, ich bin ja schon längst am Goldcap und das war halt eben nur 1 Milliarde. Ja, so, wir sind jetzt gleich bei 40.000 Ausdauer übrigens gerade. Zack, da haben wir es erreicht. Ne, das war nur bei 1 Milliarde und das ist natürlich dann sehr, sehr bitter, wenn du dann irgendwie schon 1,5 Milliarden gefarmt hast und das Cap war nur bei 1 Milliarde, dann waren diese 500 Millionen Gold einfach für die Katz.
Ja, du warst einfach drüber, das Gold ist halt komplett weggegangen. Du hast zwar die Erfahrung mitgenommen durch die Quest, aber ja, das Gold ist halt einfach verpufft, weil du über dem Cap warst. Und dann haben sie es halt erhöht von 1 Milliarde auf 10 Milliarden, ne? Und jetzt ist es halt quasi fast unendlich. Ja, jetzt kann man so gut wie gar nicht mehr ans Cap irgendwie rankommen. So, ne? Und ja, deswegen, das kann zum Glück nicht mehr passieren. Hatte mich aber schon öfter damals verärgert gehabt, weil ich halt eben so im Tunnel war und meine Alu geklickt habe und dann auf einmal, ja, scheiße, bin ich längst am Cap. So, ne? Ja, auf jeden Fall ist er jetzt hier nach den 5000 Skillpunkten auf ja, denkbar höher als vorher in der Ausdauer. Er wird sogar weit über den Stärkewert steigen und das ist auch so ein Ding, worüber ich im Video geredet hatte. Ich bin ja auf meinem Krieger hier auf W50 auch momentan gerade bei 60.000 Stärke und 50.000 Ausdauer so ungefähr. Ne? Und ja, ich bin ja mehr so der Verfechter davon, dass Krieger so richtig schön tanky sein muss, ne? Dass man sagt, ey, mein Krieger ist 50-50, ne? So spielt der Viper zum Beispiel auch, ne? Und so werde ich auch spielen. Allerdings mache ich es halt eben auch so, dass solange Dungeons noch einigermaßen legbar sind, ne, und ich noch so ein paar Prozentchancen da habe, gehe ich halt mehr auf Schaden als auf Ausdauer, weil halt Schaden besser für die Dungeons ist, als halt eben auf Ausdauer zu skillen. Ne? Und im Nachhinein, wenn irgendwann die Chancen nicht mehr da sein sollten, dann werde ich dann halt das Ganze auch anpassen. Also es gibt nicht sowas wie verskillt, man kann es früher oder später immer so ein bisschen anpassen. So wie wenn Leute gesagt haben, jo, Denox hat so viel Stärke, dann muss man weiter in Ausdauer skillen, macht er jetzt. So, und jetzt passt mal auf, jetzt steigt der Wert von 41,8k auf 44,7k. Ja, und das kommt halt eben durch diesen After-Effekt von den Pets zum Beispiel. Ja, was sich 1, 2, 3 Sekunden nach der verskillten Alu halt eben noch so anpasst. Und jetzt ist er hier auf 11,931 Basispunkte gestiegen, von 6.878 auf 11,9. Ist jetzt damit auch von den Basispunkten her weit über den Basispunkten ja, des Stärkewerts. Ich weiß selbst nicht, ob er damit gerechnet hat. Ja? Obwohl, klar, man kann sich ja ausrechnen, dass man so hoch ist von der Ausdauer her. Ne? Aber dass halt dieser Effekt, dieser Effekt durch die Pets halt, dieser Boni, der halt eben noch drauf gerechnet wird auf die verskillten Basispunkte, noch oben drauf kommt, dass er so hoch ist halt eben extrem krass. Ne? Und damit ist er jetzt halt eben der Tanky Berserker, aber es ist ja nicht so schlimm, denn wie bereits eben schon erwähnt, es gibt nicht sowas wie verskillt, es sei denn, ihr verskillt euer ganzes Gold in Glück oder sowas oder in Nebenattribute, das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Solange ihr in euer Hauptattribut oder Nebenattribut skillt, ist es eigentlich nicht wirklich verskillt, weil man später im Spiel das immer noch irgendwann alles mal ausgleichen und angleichen kann. Ne? Deswegen, so wird das der Denox hier auch machen. Die Skillpunkte sind ja nicht wasted. Ich denke mal, jetzt wird er weiter in Stärke skillen. Und das Ganze wieder dann angleichen. Ne? Und früher oder später muss man ja sowieso den Ausdauerwert hochjagen. Deswegen ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Ne? Gut, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal an Denox hier, dass er uns das Ganze hier ja, zur Verfügung gestellt hat für das heutige Video. War auf jeden Fall sehr interessant mal zu sehen, wie lange das Ganze hier auch gedauert hat, 50 Milliarden Gold zu verskillen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.